Ja, hallo. Heute habe ich mal wieder Lust, ein Video zu machen. Und zwar mache ich mal eines zu dem Thema Engel. Ich wohne hier in einem kleinen Dorf, das heißt Önsbach, in einer Straße, Zielstraße Nummer 1, seit knapp 10 Jahren. Ich bin zu diesem Haus gekommen, weil ich gefragt wurde, ob ich die Bibel in einem Wort erklären kann. Und nach einer kurzen Überlegung hatte ich gesagt, ja, Nächstenliebe. Daraufhin brachte man mich hierher und sagte, das ist dein Haus. Es ist Zielstraße Nummer 1, also seit knapp 10 Jahren wohne ich hier. Ich bin hierher gezogen, weil ich ja auf Wohnungssuche war. Jetzt kann ich sagen, in diesem Ort sind mir im Laufe dieser Jahre, wo ich hier lebe, viele Menschen begegnet, bei denen ich fühle, dass sie Engel sind. Engel haben nicht immer Flügel, wenn sie in Menschengestalt erscheinen, sondern oftmals sind sie sehr, sehr unauffällig und bescheiden. Sie haben keine Flügel und sie sind auch nicht lauthals, dass sie sozusagen immer an erster Stelle stehen wollen. So, das ist ein wichtiger Punkt. Ich erlebe immer, wenn ich mit irgendjemandem über Engel spreche oder das Wort Engel fällt, eigentlich so, dass ich für blöd gehalten werde oder für krank. Es gibt ja kaum noch Menschen, die wirklich an Engel glauben. Unter den Älteren wohl eher Leute, aber unter den Jüngeren ist das also nicht mehr ein ernst zu nehmendes Thema eigentlich. Bei vielen, das finde ich schade, und ich kann nur allen Menschen sagen, glaubt daran, dass es Engel gibt, glaubt daran, dass Engel nicht immer beflügelte Wesen sind, glaubt daran, dass Engel nicht immer in Menschengestalt erscheinen müssen, sondern glaubt einfach daran, dass es höhere Wesen sind mit einer höheren Aufgabe. Meistens ist es die Aufgabe zu beschützen, zu informieren, auszustrahlen in diese Welt. So, das wollte ich sagen. Ich hatte mal so eine Eingebung, quasi das ist jetzt so eine Woche oder 2 Wochen her, relativ lauthals: Engel geben niemals zu, dass sie Engel sind, unter keinen Umständen. Und ich habe mir eben gerade, wo ich hier so gesessen habe, gedacht, das mag so sein, dass das so angesagt ist, aber ich habe eine andere Meinung dazu. Ich meine, wenn jemand weiß, dass er oder sie ein Engel ist, sollte er oder sie auch dazu stehen können und auch sagen können, ich bin ein Engel. Wie die Welt damit umgeht, das ist eine andere Sache, und das ist nicht die Sache der Engel, sondern das ist die Sache der Welt. Aber ein Engel, der weiß, dass er ein Engel ist, er oder sie, der nicht zugeben darf, dass er Engel ist, muss sich ja selbst verleugnen. Aber was ist ein Engel, der sich selbst verleugnet? Er löscht sich ja sozusagen aus der Existenz. Er ist eigentlich gar nicht mehr da. Darum appelliere ich an alle, die das Gefühl haben, dass sie Engel sind oder das Wissen haben, dass sie keine Angst davor haben, das auch mal zu zeigen oder auch zu sagen. Der Punkt ist nur, dass man eventuell verlacht wird, verspottet wird, weil viele nicht mehr an eine höhere Ebene glauben. Viele sind der Meinung, wenn sie hier sterben, ist alles vorbei. Das ist aber ein Irrglaube. Das kann ich sagen, sondern es geht weiter. Es geht weiter auf einer anderen Ebene. So, also, und ich lebe hier in diesem Ort. Viele hier sind Engel, das fühle ich.
das weiß ich. Leider ist dieses Haus, in das ich gezogen bin, von dem mir gesagt wurde, das ist dein Haus, weil ich Nächstenliebe gesagt hatte, verkauft worden und ich muss es in Kürze verlassen. Dieses Haus gehört aber eigentlich zu mir, zu meinem Leben, zu meiner Geschichte. Deshalb waren hier so viele Christuskreuze. Deshalb hing dieses eine Bild, was ich hier gleich zeige, an der Wand. Deshalb ist es einfach alles so, wie es ist. Wenn ich hier wegziehe, und es kann sein, dass ich in Kürze, in einigen Wochen oder in wenigen Monaten raus muss ich eventuell auch in eine ganz andere Region ziehen, in einen ganz anderen Ort, vielleicht in ein anderes Bundesland, wer weiß wohin. Und das heißt aber auch für mich, dieser Kontakt zu diesen Menschen oder Engeln, die es hier gibt, den habe ich dann nicht mehr. Da muss ich dieses Kapitel Önsbach abschließen für mich und sagen, okay, ich war ja so und so viele Jahre bei euch. Hat es euch etwas gebracht oder nicht? Wenn ja, dann ist es schön. Wenn nicht, was soll ich da machen? Ich habe mein Bestes gegeben hier, indem ich meinen Geist ausgestrahlt habe und auch beschrieben habe und indem ich sanftmütig und gutmütig und spontan hier gelebt habe. So, wenn jemand eine tolle Lösung hat oder eine tolle Alternative oder jemand ist imstande, dieses Haus zu kaufen und mir zu schenken oder zu vermieten, bevor es vielleicht abgerissen wird oder was weiß ich damit geschieht, möge er dieses tun. Also es ist verkauft, es ist nicht mein Eigentum. Ich kann nichts machen, ich habe eine kleine Rente und bin mittellos. Es erwartet mich auch keine große Erbschaft. Also ist dies nochmal ein Aufruf. Ja, wer etwas dazu sagen möchte, möge das sagen. Wer etwas tun kann, der möge etwas tun. Ich glaube an Engel, ich glaube an höhere Wesen. Das ist für mich nicht alles bla bla bla, sondern es ist für mich total selbstverständlich. So lebe ich schon mein ganzes Leben, jetzt werde ich 70. Und so lebe ich von meiner ersten Sekunde an, in der ich geboren bin, dass das für mich völlig natürlich ist. Und dass der Kosmos, das Universum, das Ganze für mich völlig natürlich ist. Und dass ich immer Bestandteil dieses Ganzen bin. Und dass dieses momentane Hiersein, Leben nicht alles ist und auch nicht das Ende ist, wenn ich sozusagen in Anführungsstrichen sterbe. Das ist für mich auch immer schon klar, schon als Kind klar gewesen, als Jugendlicher. Das ist mein Glaube, das ist meine Zuversicht. Deshalb macht mir auch dieses momentane Geschehen, das Kriegsgeschrei und die Angst, selbst wenn es zum Härtesten kommt und zu atomaren Abschlägen, sozusagen die Welt geht unter, wenn es quasi ist, oder die Menschheit geht unter, weil sie sich selbst vernichtet hat. Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann nur sagen, Leute, geht den Weg des Friedens. So, gebt euer Bestes. Aber für mich wäre selbst dieses Härteste nicht der Untergang, sondern dann würde ich sagen, okay, Spezies Mensch hat sich nicht bewährt auf der Ebene der Existenz. Spezies Mensch hat sich selbst gelöscht, war unfähig zu überleben. Ich müsste es akzeptieren und ich wüsste, es ist nicht das Ende. Ich lebe und existiere dann als anderes Wesen in einem anderen Körper irgendwo. Das ist meine Zuversicht. Und so denken und fühlen alle Engel auch. Das ist so, Engel haben keine Angst davor zu sterben, weil es den Tod für sie gar nicht gibt. Den Tod haben sie überwunden. Ja, das wollte ich jetzt mal sagen, ganz spontan. Ich hatte Lust dazu und ich glaube, es langweilt jetzt nicht zu sehr, dass ich euch dies erzählt habe. Also macht's gut, bleibt gesund und letztlich
ich wünsche euch, überwindet alle Ängste, die vielleicht auftauchen, und glaubt daran, dass egal was geschieht, es wird nicht das Ende sein. Es gibt dann eine andere neue Zukunft. Und als Resümee appelliere ich an alle Verantwortlichen, versucht euer Bestes, um den Weg des Friedens zu gehen für die Zukunft. Okay, und ciao. Ja, so sieht's aus.